In den Jahren 1814 und 15 versammelten sich in Wien über 200 Kaiser, Könige, Fürsten und Diplomaten, um nach dem Sturz Napoleons eine Neuordnung Europas herzustellen. Man annektierte, halbierte, radierte und etablierte, kurz, man änderte die Landkarte. Auch die Existenz des Fürstentums Reuß-Greiz-Schleiz war bedroht. Und damit könnte das Dokumentarspiel beginnen. Da dieser Wiener Kongress aber mehr tanzte als tagte und uns das legendäre Reuß-Greiz-Schleizer Schicksal weit weniger interessiert als das seines Gesandten, des einst so steifen und in Wien so locker gewordenen Grafen Zedlau, spielen wir besser eine Operette. Der Graf ist nicht zur Stelle. Der Gesandte des Fürstentums Reuß-Greiz-Schleiz muss zur Stelle sein, wenn man ihn braucht. Alle Großmächte sind beim Fürstenmetter nicht versammelt, bloß Reuß-Greiz-Schleiz fehlt. Also diese Akten müssen augenblicklich vom Grafen unterfertigt werden. Ja, Herr Premierminister, ich weiß wirklich nicht, wo. Also dann suchen Sie ihn einfach, bippsch nochmal. Laufen Sie ganz Wien ab. Sehr wohl, Herr Premierminister. Und wenn er sich unterstehen sollte, ihn nicht zu finden, dann verliere ich meinen ganzen Reuß-Greiz-Schleizer Charme. Ich suche ihn da, ich suche ihn dort. Wo ich nur hinkomm, er ist fort. Soll ich am Ende zur Gräfin gehen? Das darf ich mich nicht unterstehen. Ich muss halt wissen, und zwar sehr geschwind, wo meinen Herrn ich endlich find. Denn diese Geschichten, die alt gar sehr, sie ist eine wichtige Staatsaffäre. Doch die Affären, die mein Graf hat, stehen auf einem anderen Blatt. Man sieht's, mein Herrn, ganz gewiss nicht an. Und glaubt, so ein Reis ist sturer als ein Preis. Doch plötzlich fängt der fade Mann ganz wild zu leben an, als wir ein Turnschuh an. Jetzt sag mir wer, wo steckt mein Herr? Endlich, Franzi. Er hat mir ja noch extra gesagt, wenn heut wer nach mir fragt. Dir sagt er ganz allein, werd draußen bei der Franzi sein. Ja, so verschossen wie in die war mein Herr Graf noch nie. Ich fahr jetzt in die Villa raus und hoffe, er ist zu Haus. Ganz gewiss wird er kein Freit wird mehr mit einer Staatsaffäre. Find ich ihn nicht, das wäre eine Geschichte, dann gibt am Ende er mir die Schuld. Ich such ihn da, ich such ihn dort, kein Diener hat so viel Geduld. Ich weiß mir bald mit ihm kein Rat, er schert sich nicht um seinen Staat. O Reuß-Greiz-Schleiz, o Reuß-Greiz-Schleiz, ich hab mit dir ein Kreuz. Herr Graf, es ist dringend. Ja, wo steckt denn nur die Stummmadel? Hallo, Anna! Wer schreit denn da so? Ich bitte 1000-mal um Vergebung, Demoiselle, aber ich muss dringend zum Herrn Grafen. Weiß er, wie lange ich den Grafen nicht mehr gesehen habe? Ui. 5 volle Tag. Wo steckt er? Jetzt haben wir die Bescherung. Ich habe ihn gefragt, wo sich sein Herr Graf herumtreibt. Ja, wenn er nicht da ist, dann kann er nur... Wo kann er nur? Dann kann er nur bei seiner Frau sein. Bei seiner Frau? Na, das ist ja allerhand. Seit wann ist denn die Gräfin in Wien? Na, seit heute. Der Reuß-Greiz-Schleizische Herr Premierminister wollte unbedingt die Frau Gemahlin seines Herrn Gesandten kennenlernen. Na, da. Und alles wegen diesem Kongress. 5 Monate ist er verheiratet.
Und nicht eine Woche hat er mit seiner Frau gelebt. Tja, das ist heute so bei diesen Heiraten per Konvention. Jetzt kommt es am Schluss noch gar auf den Geschmack. Aber wo? Die Frau Gräfin ihrerseits hat den Geschmack am Herrn Grafen so rasch Ja, verloren. damals war er ja auch noch ein zwiderer Bürokrat, rechthaberisch und voller Förmlichkeiten. Aber jetzt, seit ich ihn in die Hände gekriegt habe, meinen Balduin, da ist er ein richtiger... Hallo, Triburen. Was hat er gesagt? Tja, ich brauche die Unterschrift. Na, die Gräfin wird schöne Augen machen. Non. Peut-être la rouge. Oh, non. Oh, c'est bon. C'est la création du Maison Montblanc. Voilà. Super, magnifique, formidable. Madame, nous sommes prêts. Na Gott sei Dank. Sie wollen aber eine Fontaine. Mademoiselle Elisa wird Ihnen helfen beim Umkleiden. S'il vous plaît, Madame. Vite. S'il vous plaît. Madame, oh, excusez. Ich muss aber Zeit, mit Ihnen hier zu plaudern. Meine Kunden, sie warten. Excusez. Nein, alles gut. Okay. Wir haben dabei das Klumpert weg. Oui, Monsieur. Au revoir, Monsieur. Au revoir. Möchten der Herr Graf vielleicht derweil ein Modejournal zum Anschauen? Dankeschön. Ich wüsste mir da einen besseren Zeitvertreib, Und zwar? mit Ihnen zu plaudern. Der Graf will ihm zu scherzen. Nein, ich meine es im Ernst. Sie ist hier Probiermamsell? Ja. Und der Herr Graf sind heute schon der Dritte, der es bei mir probiert. Ich muss dich wiedersehen. Und zwar noch heute. Herr Graf sind aber ein Geschwinder. Sag mir wo. Ich hoffe, Balduin, ich habe dich nicht so lange warten lassen. Nein, keineswegs, geliebte Gabriele. Oh, merci, Madame. Merci, Sie haben mich gemacht zum glücklichsten Menschen der Welt. Ich bin immer zu Ihren Diensten. Ich werde für Sie arbeiten. Modelle exquisite. Oh, auf Wiedersehen, Madame. Auf Wiedersehen. Au revoir, Monsieur. Au revoir, Monsieur. Komm, zieh die Fäden aus und drück die Summe zu Demoiselle Cagliari nach Döbling. Aber schnell. Ist gut, Herr Weißenberger. Oui, Monsieur Montblanc. Voilà. Balduin, weißt was? Fahren wir hinaus nach Döbling in die Villa. Ich möchte zu gern wieder Nach einmal... Döbling? Nein, das ist ganz unmöglich. Das geht nicht. Aber warum geht das nicht? Mir fällt nichts ein. Was fällt ein? Das Dach fällt ein. Ja, das Haus ist voller Handwerker. Es ist ganz unmöglich im Moment. Ach, Ja. ist aber merkwürdig. Vom Grafen Zedler keine Spur, von seinem Lakaien keine Spur. Es ist ein Skandal. Da ist der. Der? Wo? Graf Zedler mit seiner Frau. Anhalten lassen. Herr Premierminister, Sie werden vom englischen Gesandten erwartet. Stimmt. Aber nachher fahre ich in seine Villa nach Döbling und stelle ihn zur Rede. Die schmecken. Die Haut Viel saftiger als die letzten Vater. Sie sind mit einem Wort der Würstelkönig von Wien, Herr von Gagel. Und von dieser Köstlichkeit liefere ich heute 300 Bohr auf den Ball. Oh, da sehen wir uns ja. Ja, das freut mich schon. Übrigens, wo ist denn der Herr Graf? Ich verstehe das nicht. Der kommt nicht daher. Ja, der Graf ist momentan nicht gegenwärtig. Nicht wahr, Josef? Ja, der ist gegenwärtig nicht momentan. Also immer, wenn ich da bin, ist der Herr Graf nicht gegenwärtig momentan. Und dabei möchte ich endlich einmal meinen Schwiegersohn, meinen zukünftigen kennenlernen. Aber schau, er hat halt jetzt so viel zum Arbeiten. Mit den Akten. Nicht wahr, Josef? Ja, mit den Akten, den Vertragten. Der Herr Graf sind soeben um die Ecken gefahren. Na also, da kann ich mich ja gleich vorstellen. Das geht jetzt nicht. Wieso nicht? Ja, das ist so. Schauen Sie, der Herr Graf, der kommt immer aus einer politischen Sitzung und Sie wissen ja, wie es da zugeht. Einer gibt dem anderen die Schuld und zum Schluss haben sie alle recht. Trinkst du, weil er Glas an Wein fährt? Oder zwei oder drei, uns kommt ja nicht drauf an. Das ist ja gut, aber eins kann ich sagen, ich habe das Gefühl, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber wieso, Herr von Kagler? Was ist das, Mister? das Begreife ich nicht. Grüß Gott, mein liebes Kind. Guten Tag, mein Herr. Was hast du, sag geschwind? Ich bitte recht sehr. Was habe ich dir getan? Ach, das ist stark. Was tat ich dir? Na, sag es mir, vertrau mir's endlich an. 5 Tage lässt So, das ist's allein. Gibt's sonst noch irgendwas? Geh weg, geh fort. Das ist doch wohl nur Spaß. Ich sprech kein Wort. Was ist denn mein Vergehen? Ach, nichts, ach, nichts. Ich will ja mein Verbrechen gern gestehen. Nicht im Mühe, nein, ist stets eine Ja, See. so lass uns doch darüber sprechen. Du. Mir ist doch
wirklich fremd ein solch Verbrechen. Ich weiß, du glaubst nicht mehr an mich und ich denke überall an dich. Schau mich an, sag's frei heraus. So sieht kein Verbrecher aus. Gut, ich sag mit Wonne dir, wo du warst, bei welcher Ehr. Ja, das sage mir genau. Bei der Gräfin deiner Frau. Ist's nicht so, dann sag es mir. Du hast recht, doch nur bei ihr. Dann und wann muss man doch auch bei der Frau sein. Siehst du das ein? Ja, ich seh's ein. Drückt auch das Ehejoch, man wahrt den Schein. Siehst du das ein? Ja, ich seh's ein. Siehst du das ein? Leider, leider muss es sein. Ist ja klug, siehst es ein, also schick dich da rein. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Doch nur so ist es schön, alles muss man verstehen. So was verstehen, ach, das wird bei Frauen selten gehen. Und dann hör weiter an, bin bei der Frau ich auch, denk ich doch dein, nur allein dein. Glaub's nicht ganz, nein. Ja, jeden Abendzug will ich dir weih, bin ja ganz dein. Ich verzeihen. So seid ihr von mir, nur am rechten Ort, ein Wort und fort. Ist der Zorn und Ist der Blut der Groll, sei so liebevoll und drum lieb ich nach Raum. Ja, was zum Teufel ist denn los? Bitte um Vergebung, Herr Graf. Ich habe vollstes Verständnis. Aber ich brauche die Unterschrift. Sonst bringt mich der Fürst Ipsheim um. Nicht eine Sekunde kann ich mit dir ungestört sein. Nicht böse sein, ist ja mein Beruf. Ich komme gleich wieder, ja. Wieder eine Ausrede. Wer weiß, was dir der zu unterschreiben gibt. Vielleicht gar einen Liebesbrief. Aber Franzi. Das eine sage ich dir. Mit einer Frau finde ich mich ab. Aber jeder anderen kratze ich die Augen aus. Die Demoiselle war aber ein bisschen ungehalten. Ich auch. Ja, Herr Graf, die Akten, ich brauche die Unterschrift. Der Herr Premierminister. Der Herr Premierminister kann mich... Aber Herr Graf. Der Herr Premierminister kann mich doch heute Abend auf den Ball treffen, nicht? Ich habe heute schon genügend diplomatische Verwicklungen gelöst. Oje. Na, zuerst wollte die Gräfin durchaus in der Villa absteigen. No. Na, habe die Ehre. Dann hat sie mich mitgeschleppt zu ihrem Juwelier und zu ihrem Schneider. Bitte, Herr Graf, bitte. Ja. Naja, so bitter war es allerdings auch wieder nicht. Ich habe im Modesalon eine entzückende kleine Probiermamsell kennengelernt. Süß, Herr Graf, süß. Ich kenne auch eine solche. Ja, leider war die Zeit zu kurz, um mit ihr ein Rendezvous zu verabreden. Bitte, Herr Graf, bitte. Naja, also so bitter war es auch wieder nicht. Ich habe meinen Stock dort stehen lassen. Na, und den hole ich mir nachher. Süß, Herr Graf, süß. Mit Verlaub zu sagen, Herr Graf sind der Casanova von Reiskreuzschleiz. Nur eine Frage bitte, wo soll denn dieses Rendezvous stattfinden? Das Stadtpalais ist belegt mit der Frau Gräfin, die Villa mit Fräulein Gspusi. Josef. Platonisch, Herr Graf, rein platonisch. Aber was machen wir denn da? Auf der Gassen hat's keinen Sinn. Da bringt man's ja zu nichts. Josef. Moment, ich habe eine Idee. Laden doch der Herr Graf das Puperl heute nach Hitzing ein. Wohin? Nach Hitzing. Da ist ein großes Volksfest, eine grande Remasuri. Gar nicht schlecht. Ja, aber wenn ich Sie nicht treffe im Salon? Schreibt der Herr Graf auf jeden Fall ein Billet, das können Sie dann dort lassen. Ausgezeichnet. Gut, dann sagt der Demoiselle, ich bin heute Abend verabredet mit dem Premierminister. Jesus, ich brauche die Unterschrift. Die Akten. Legt zu den Akten. Bitte. Nein, mit meiner Schrift? Das wäre viel zu gefährlich. Komm, setz du dich hier. Ja, wie der Herr Graf befehlen.
Schreib mir halt dem Trutschel ein kleines Billardutschel. Ich bitte freundlichst nicht zu schmieren. Ich bitte schön langsam zu diktieren. Keine Fehler, das wäre sträflich. Oh, ich schreib ganz orthograflich. Ein hübscher Brief führt oft ans Ziel. Drum bitte ich nur mit recht viel Gefühl. Du lieber Schatz, ich muss es dir gestehen, seit ich dich hab zum ersten Mal gesehen, ist es um mich, ich schwöre es dir geschehen, die Sehnsucht lässt mich ja beinahe vergehen. Drum bitt ich dich, heut auf ein Stell dich ein, Punkt 11 in Hitzing finde ich mich ein. Dort im Casino Karten werd ich sein. Ich bitt dich, Schatz, ich bitte dich, Schatz, lass mich dort nicht allein. Es wird, es muss, jetzt kommt der Schluss. Schreib schnell, denn jetzt bin ich in Schuss. Du süßest Zuckerteufel mein, oh komm, zum Stell dich ein. Ich wart bei dem bestimmten Platz. Ich bitt dich, komm, du lieber Schatz. Oh komm doch, komm, zum Stell dich ein. Ich bitt dich, sag mir ja nicht nein. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzenslieb. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzenslieb. jetzt hat sie schwarz auf weiß, dass sie lieben tief und heiß. Nicht? Glaubst du, sie kommt hinaus? Ah ja, ich kenn mich aus. Doch vielleicht hat sie schon einen Geliebten. Was hältst du davon? Das wär unangenehm. Das wär gar nicht bequem. Doch ich glaub nicht daran. Gehen Sie die Sache nur an. Herr Graf, sind Spezialist im Lieben. Jetzt lesen wir, was wir geschrieben. Dabei schauen wir gleich noch, dass wir keine Fehler gemacht haben. Du liebes Zuckertäufer mein, oh komm, zum Stell dich ein. Ich war bei dem bestimmten Platz. Ich bitt dich, komm, du lieber Schatz. Oh komm, zum Stell dich ein. Ich bitt dich, sag mir ja nicht nein. Hab dich ja so lieb, du süßer Herzenslieb. Ich hab dich so lieb, du süßer Herzenslieb. So ist, wenn aus einem Reißkreuz Schleizer ein Werner Hallodri wird. Ha! Dann sind die nicht mehr zum Erhalten. Guten Morgen, Herr von Josef. Die Pepperl so erfreut. Bitt, schön hört er mich, der Gnädgen. Muss das gleich sein, das hat Zeit. Brat soll weg, nur hübsch solid sein. Hey, bitte. Geh, sei gescheit. Wie kann man nur gar so fad sein? Alles schön zu seiner Zeit. Wann was Zeit? Am Abend heut. Sag mir wo. Geh frag nicht so. Mir scheint, du willst spaßen. Jetzt geht auf der Gass. Wenn's auch nur so groß ist, weißt doch, was da los ist. Jetzt kann ich verstehen, doch es wird nicht gehen. Ich hab jetzt beim Herrn, der soll uns gehen, ich mit
dir gern. Draußen in Hitzing gibt's ein Masuri, Duri, Twist, und Arbeit verkaufst, weil sie's kriegt am nächsten Jahr. Harfenisten und Barei, was man will, das ist dabei. Ja, das wird verteil, jetzt wieder hin, trinken auf Hitzing schwimmen, denn das muss man sein. Doch mein Grof, geht heute der Ball. Richtig. Kommst auf jeden Fall. Ja. Es gibt feine Sachen, tanzen, dudeln, lachen. Du wirst sehen, wie nett es ist, weil's ein Riesenhit ist. Schirberisch wie Toschen, ja, das hat sie Poschen. Dann ganz mal ein Walzertag, der alle Wiener packt. Auch wie ich mich schon drauf freu, bin bei jeder jetzt dabei. Es wird der Hitze mit uns zwei. Es bleibt dabei, ach, wie ich mich auf Hitzing freu. Endlich ist sie da. Küss die Hand, Demoiselle. Ich bin so kränkt mit dem Kostüm. Na also. Ja, die haben ja gar keine Ahnung, was wir jetzt tun haben, seitdem sich unser Chef, der Herr Weißenberg, am Mont Blanc nennt. Die Aufträge haben sich verdoppelt, die Kundschaften sollen das Dreifache, nur wir die probieren haben sollen. Wir kriegen alle bei dasselbe. Hauptsache, es ist fertig. Ich möchte es gleich probieren. Ja, bitte. Draußen in Hitzing ist es der Kagler. Na, wer weiß, wie viel Viertel der da schon runtergestoßen hat. Also, ich sage Ihnen, Demoiselle, wir haben eine Arbeit gehabt mit Ihrem Europakostüm. Mindestens ein Dutzend Mal haben wir es auftrennen müssen. Dann haben wir wieder Zwickel eingesetzt, dann haben wir es wieder enger gemacht. Also rühren muss ich mich drehen können. Naja, also große Sprünge dürfen Sie als Europa nicht machen, sonst platzt es auf hinten und Sie stehen im Freien. Na, sei so gut. Sind die anderen Kostüme auch fertig? Ja, bis auf die Nacht werden es alle geliefert sein. Also nicht auszudenken, was passiert. Ein Staat nicht dabei in unserer großen Europa-Allegorie. Der Wiener Kongress bricht zusammen. Nur keine Angst, es wird schon alles klappen, Demoiselle. Na, schauen Sie, wie das passt. Wirklich fabelhaft. Jetzt hab ich aber genug. Jetzt werden mit Herrn Graf mal wohl ein Wert reden. Ja, aber der Herr Graf ist leider nicht da. Was, der ist schon wieder nicht da? Immer wenn ich da bin, ist er nicht da. Er weicht mir aus. Aber ich spann was. Aber Herr Kagler, der will meine Tochter sitzen lassen. Sitzen lassen? Nie. Steh los. Küss die Hand, Demoiselle. Auf Wiederschauen. Was, Deppel, du bist noch da, oder? Nein, ich bin schon gut. Ich muss zurück ins Geschäft und du kannst mich abholen von dort heute auf Nacht. Für dich. Servus, Zuckerguschi. Bitte, Heidi. Schatzi. Und vergiss nicht heute auf Nacht, Grande Remasuri. Papa, ein süßes Mädel. Ernst? Probieren Sie das nicht. Das ist mein Probiermamsö. Oh. Excusez, Monsieur. 17 Kreuzer ohne macht's aus, Exzellenz. Was heißt der 17 Kreuzer ohne? Ja, 17 Kreuzer ist der Fuhrlohn, Trinkgeld nach Belieben. Das ist ja Beutelschneiderei. Ja, der 15 Kreuzer und Dollar sich. 15 Kreuzer für den weiten Weg? Jetzt dafür spanne ich doch meine Würsteln nicht einmal ein. Was heißt hier Würsteln? Na, meine Würsteln, meine Pferd. Ach so, in Wien heißen die Pferde Würsteln. Also diesen Dialekt werde ich nie verstehen. 2 Kreuzer kriege ich noch, wenn Sie mir schon die Maut brüllen wollen. Inkommodiere er mich nicht. Na, hast du sowas gesehen? Wegen 2 Kreuzer stütze dir her, der Fliegenbracker, der abputzte. Das nächste Mal reiten Sie auf einen Salzstange aus. Sie zwetschen Krampus, Sie unnötiger. Geh bodenrostiger Neandertaler. Ja, die zahlt ja noch was, wenn du die Hand traust. Unverschämt! Das werde ich im Kongress vorlegen. Will doch nicht sofort den Grafen. Bitte, der Herr Graf ist leider nicht da. Dann möchte ich Frau Gräfin meine Aufwartung machen. Ja, die Frau Gräfin ist leider auch nicht da. Auch nicht? Was reden Sie denn für Blödsinn? Natürlich ist die gnädige Frau da. Mit wem habe ich die Ehre? Wenn Sie gestatten, ich bin der Vater. Vater? Ja, der Vater. Ach, der Herr Schwiegervater. Ja. Freut mich, freut mich. Einerseits, Ich bitte habe sehr. den Herrn Grafen vor einer Stunde mit Ihrer Tochter fahren gesehen. Bitte, das kann nicht stimmen, nicht wahr? Weil meine Tochter hat das Haus den ganzen Tag noch nicht verlassen. Wissen Sie das ganz genau? Selbstverständlich, sie hat den ganzen Tag auf die Schneiderin gewartet, nicht? Dann war er mit seiner Geliebten unterwegs, dieser Liederling. Wie meinen bitte? Ach, nichts. Ich durfte mich wohl geirrt haben. Bitte, meine Tochter wird bald kommen. Bitte nur Platz zu nehmen, damit sie uns nicht den Schlaf austragen. Nicht wahr? Was soll ich nicht hinausfahren? Na, es ist ein altes wienerisches Sprichwort mit dem Schlaf austragen, damit sie uns nicht den Schlaf austragen. Also ich Bitte verstehe nur. überhaupt nicht mehr hier in Wien. Übrigens, der Graf hat mir schon sehr, sehr viel von Ihren schönen Pferden erzählt. Pferden? Ja,
Ach so, Pferde heißen ja hier in Wien Würsteln. Wie viel Würsteln hat er eigentlich in seinem Besitz? Ja, das ändert sich von Tag zu Tag nicht wahr? Heute werden es ungefähr 500 Barrel sein. Barrel? Ja, Barrel. der Herr, Sind Sie ruhig, ich ich übersetze ihm alles. Barrel heißt so viel wie Paare. 500 Paare, nicht wahr? Das sind ja 1000 Stück, ist ja enorm. Wo nehmen Sie denn den vielen Hafer her? Bei den Würsteln kommt doch kein Hafer hinein. Ja, was nehmen Sie denn? Schauen Sie, der Herr, der in meine Würsteln kommt nur das reine Fleisch hinein. Natürlich. Ein bisschen Mehl, ich meine, ein Mehl kommt auch hinein. Ne? Interessant. Also wir haben da ganz andere Methoden bei unseren Gäulen. Gäule? Jetzt versteht er mal unsere Fachausdrücke nicht, was? Balduin, Josef, wo ist denn der Herr Graf? Ja, der Herr Graf. Oh. Meine Tochter. Oh, gestanden. Des Landes Reichsschleiz Verweser, Premierminister Fürst du Ibs, ein Gindelbach. Was? Schleiz, Kreuz, Rät? Mir wird schon schwach. Ach, Durchlauf! Gnäd'ge, hocherfreut. Jetzt fahren wir ab. Sie ist höchste Zeit. Der Herr ist durchlaucht, das schon her. Oh, er durchlaucht, habt die Ehre. Vom Minister ist das Wunderschön, das noch schön, dass er ein Besuch macht. Wer dafür verspätet und das hätt ich nur gedacht. Die Frau strahlt ja einfach. Sagt der Graf im Wohl von mir. Mr. Graf, mega aufgeschwert. Das muss nie passieren. Wer Das kommt der das ist noch weil die Franz Was uns gibt schöne Sachen. Es hat mich gefreut, Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Nein, meinerseits. Oh, du verflixtes Reißkreuzschleiz. Fahr mal ab. Auf Wiedersehen. Viert in der Gott. Wir müssen gehen. Und zum Abschied möchte ich nicht verfehlen, meine Würsteln zu empfehlen. Wir müssen Auf gehen. Wiedersehen. Hab die Ehre. Jo, jo, jo. Freu mich unendlich, Sie zu sehen. Ich staune, dass vor aller Welt der Graf Sie so verborgen hält. Der Graf, mein Gott, er ist ja gut, doch hat er ein leichtes Blut. Das heißt, ich bitte, sagen Sie, so haben Grund zu klagen Sie. Ich kann mich nicht beklagen, er ist ein Kavalier. Er gab, das muss ich sagen, davon Beweise mir. Ich kann mich nicht beklagen, nur dass ihm dann und wann auch andere Frauen gefallen, wie jedem anderen Mann. Das hörte ich schon sagen, das find ich gar nicht fair. Das ist wohl Grund zum Klagen, ich hörte auch noch mehr. Er treibt es gar zu böse, wahrhaftig zu frivol, mit einer Balledöse. Gagliari heißt sie wohl. Mein Fürst, ich bin... Sie sind beleidigt, kein Mensch den Grafen auch verteidigt. Erlauben Sie! Nur ruhig Blut, durch Eifersucht wird gar nichts gut. Ja, aber ich muss doch erklären. Ich will darüber gar nichts hören. Ich weiß Verhältnisse wie diese, die sind nach Adam Riese. Auf 1, 2, 3 vorbei und aus, er kehrt zurück. Zur Gattin wieder voller Reue und hält dann mehr die Treue. Er liebt sie und es blüht aufs Neu sein Eheglück. Ich kann nicht mehr, verzeihen Sie, mir wird, ich weiß nicht wie, denn noch kein Mensch hat es gewagt und hat mir so etwas gesagt. Ich kann mich nicht beklagen, das sagte ich Ihnen schon. Aus dem, was Sie da sagen, klingt fast heraus wie Pardon, Sie missverstehen mich. Ich hab ganz gut verstanden die bittere Ironie. Wenn
und sie das nicht empfanden, nun dann bedauer ich sehr. Aber, gnädigste Gräfin! Oh, ich Esel. Die arme Frau wusste ja noch gar nichts von der Liaison des Grafen mit der Dings da. Ich muss versuchen, sie zu trösten. Ist in mir erwacht, drum bin ich hier geritten. Es steckt was dahinter, das ist klar, den Grund muss ich erspähen. Ich finde alles, wie es war, so lieb, so traut, so hören? Möglicherweise habe ich etwas undiplomatisch gehandelt. Ach, bis jetzt, du liebes Nester, fand ich nichts, was mich ein Herr... Malheur, das ist die Dings da, mit der er fuhr.
Warum fixiert der Herr mich nur? Was meinen Sie, was ist zu viel? Der macht mich ordentlich Nun, hören vertan. Sie mich gefälligst an. Was habe ich Ihnen denn getan? Wissen Sie, was Takt ist? Was? Nein, Sie wissen's nicht. Wie? Was dies abgeschmackt ist, Ah! sag ich ins Gesicht. Mein Herr! Was soll denn tun? Was soll denn tun? Du hier? Jawohl! Er ist ganz baff. Und Durchlaucht. Sie? Ja, ich. Herr Graf. Mein Herr, ich bitte um ein Wort. Ein andermal. Jetzt bringen Sie die Dame fort. Ist das der Brauch, den Kavaliere üben? Ersparen Sie doch Ihrer Frau hier die Begegnung mit der Geliebten. Sie haben recht. Es wäre gegen alle Sitte. Was flüstert ihr? Reich mir den Arm, ich bitte. Was ist geschehen? Warum so jäh? Komm doch, ich bitte dich dringend, geh. Nicht eine Komm fort, ich bin nicht dringend, geh doch, geh. Wie du merkst, es etwas hier geschehen. Höchste Zeit, drum fortzugehen. Bitte hör auf mein Wort, bitte komm von hier fort. Bitte hör auf mein Wort, bitte komm von hier fort. Verzeihen Sie mir. Oh weh, oh weh. Das haben Sie davon. Wer ist die Dame? Wer ist die Dame? Was tut man da? Oh, bitte, stellen Sie die Dame doch als Ihre Gemahlin vor, ja? Wie? Was? Hier meine Gattin. Verehrte Fürstin. Was soll das heißen? Natürlich, der Wagen wartet schon beim Tor. Sie geht. Sie geht. Und hopp, jetzt wird sie den Betrug. Der Fürst hat nach der Spiel, das war ja nicht mein Ziel. Was fiel ihm denn nun plötzlich ein? Nützt sich ein, der Gräfin wird ihr Mal, das ist fatal. Und jetzt wird sie den Betrug. Der Fürst hat nach der Spiel, das war ja nicht mein Ziel. Was fiel ihm denn nun plötzlich ein? Nützt sich ein, der Fürst hat nach der Spiel, das war ja nicht mein Ziel. Vorsicht! Vorsicht! Das sind die Lieblingstorten des Königs von Württemberg. Aschenbos! Das ist das Leibbier vom bayerischen König. Macht Platz, Platz machen! Die Lieblingswürstel vom ganzen Kongress kommen! Der Pudel sagt nicht auf, von denen da oben mein Wein nicht so schmeckert. War der Kongress längst aus. War nicht schade, wenigstens möchte das Leben in Wien wieder billiger werden. Was sagen Sie, Herr Kagler? Lieber Freund, darüber kann ich mich nicht äußern. Nachdem meine Tochter, die Franzi, in nächster Zeit einen Grafen heiraten wird, muss ich mich mehr auf die aristokratische Seite schlagen. Der Franzi, ein Grafen. Ja, da kann er wenigstens seine Schweinsköpfe auf 5-zackige Krone aufsetzen. Die Krone wird dein Schweinskopf sehr gut passen. Du Weinbauscher, du Leine! Das Buffet ist noch nicht fertig und die Polonaise wird schon getanzt. Ja, dann gehen wir, meine Herren, gehen wir. Ein Positivum hat der Kongress. Es wird nie wieder einen Krieg in Europa geben. Da sind Sie aber ganz schöner Optimist, mein lieber Graf. Europa ist in einer schrecklichen Lage. Je ne comprends pas noch. Gestern in dem Kongress, Sie haben gesprochen von einer glänzenden Zukunft Europas. Gestern, ich habe geredet. Heute, ich habe nachgedacht.
Schwester von Napoleone, doch Caroline nicht kann bleiben, Königin von Napoli. Chance konnte. Sie ist immerhin Metternichs ehemalige Geliebte. Ja, aber wenn alle ehemaligen Geliebten Metternich seinen Thron bekommen, es gibt nur weibliche Ärzte in Europa. Schräg. Zauberhaft sehen Sie aus, verehrteste Gräfin. Oh, danke. Also Sie verdienen die ärgste Strafe, lieber Graf, dass Sie uns den Anblick so selten gönnen. Ich kann nichts dafür. Die Gräfin entzieht sich der Gesellschaft. Zauberhaft, also einfach zauberhaft. Also gefällt dir Ihr Durchlauf auf dem Wiener Kongress, das freut mich. Mit Einschränkung, mein Lieber. Fürst Metternich weiß zwar immer, was er sagt, aber er sagt nicht immer, was er weiß. Das ist ja sein Geschick. So ist es. Oh, da steht der Premierminister. Hast du Angst vor ihm? Nein, natürlich nicht, aber er fragt immer so viel. So wie ich. Wie meinst du das bitte? Ich möchte gerne wissen, wer die Dame war. Welche Dame? Sie soll eine Tänzerin sein, habe ich gehört. Ach so, du meinst, ach so, die ja. Ja, also, wenn du das durchaus wissen willst, sie ist die Geliebte des Ministers. Ja, und deswegen wollte ich nicht, dass du in die Villa kommst. Nicht wahr? Ich hatte sie ihm nämlich zur Verfügung gestellt. Aha. Aber warum hat er mich als seine Gattin vorgestellt? Ja, ganz einfach, er wollte sie loswerden, nicht wahr? Er hat eine neue Geliebte und er wechselt. Jeder wechselt. Oh, natürlich, jeder wechselt. Hübsch. Ja. Nein, ich meine, überhaupt nicht. Aber was soll ich machen? Er ist mein Chef. Richtig, dein Chef. Und dem musst du alles borgen. Die Villa und sogar deine eigene Frau. Aber doch nur für einen Augenblick. Übrigens, er ist an der nächsten Ecke gleich wieder aus unserer Equipage ausgestiegen. Grußlos. Und er hat mich angeschaut, als wäre ich eine... Also komm, bitte missversteh das nicht. Guck mal, ich konnte ihm nicht Nein sagen. Der ist imstande und versetzt mich wieder nach Greiz. Ja. Übrigens, seine Geliebte ist auch hier. Ach, die alte oder die neue? Die alte. Am besten, du weichst dir aus. Oder noch besser, du spielst weiter die Frau des Ministers. Ja, ganz wie du möchtest, Baldo. Das eine kann ich nicht verzeihen. Ich lebe in Einsamkeit auf meiner Eltern Schloss und weiß es ganz genau, du ließest mich gottlos, um dich allein hier zu zerstreuen. Die Schuld liegt ganz auf deiner Seite, seit mir die Ehre ward, dass ich dein Gatte bin, hat unsere Ehe keinen Zweck und keinen Sinn. Wir leben fast wie fremde Leute. Du kennst doch die Geschichte unserer Ehe. Von Weitem nur, nicht aus der Nähe. Ich bin ein echtes Wiener Blut und du aus Reuskreuz-Schleiz. So eine Mischung ist nicht gut, das ahnte ich bereits. Ich war so keck, ich war so flott und du so streng, so lieb. Da ahnte ich gleich, du lieber Gott, was in der Ehe mir blüht. Ach, was dir fehlte, ich wusste es zu gut. Ja, was denn? Das Wiener Blut. Ich war so jämmerlich naiv, ich war total verhemmt. Doch kränkte es mich damals tief, dass du mir gar so fremd. Und plötzlich nahmst du dann Reis aus nach deiner Eltern Gut. Ich war allein in unserem Haus, mir war sehr bös zumut. Und was mir fehlte, das wusst ich zu gut. Na, was denn? Du weißt es. Was denn? Das Wiener Blut.
Land gewagt. Ach, es gibt heute so schlechte Leute. Und hat von mir dir sowas gesagt? Oh, ich bin ja klug, alles Lug und Trug. Angeblich hast du Räuspers vergessen und lebst hier, sagt man, mit Mätressen. Aber... Ja, mein Herr, mit Mätressen. Aber nein, aber nein. Ich war kein Mann von Welt, mein Gott, doch so arg trieb ich's nicht. Und die Mätressen, Schand und Spott sind wirklich ein Gerücht. Entschuldige dich bitte nicht, dass du ein Frauenheld. Ich hoffe, es ist kein Gerücht, weil es mir so gefällt, was damals dir fehlte. Du weißt es gut. Heut hast du's. Was hab ich? Das Wiener Blut, eigener Saft, voller Kraft, voller Glut. Wiener Blut, selbst Blut, du erhebst und belebst unseren Mut. Das ist wieder ein langer Tag geworden für uns. Wirst du sie allein zum Ball tragen können? Na, so geh schon. Der Josef holt mich ab. Der hilft mir dann. Mein Josef tut alles für mich. Ach, so ein Josef täte mir auch gut. Jesus, jetzt hätte ich es bald vergessen. Während du in Döbling warst, war der fesche Graf da, der Zedler. Er hat einen Brief für dich übergeben. Da ist er. Der Zedler schreibt mir einen Brief? Das ist aber fein. Auf die Grafen habe ich schon lange gewisse Schärfe und auf den besonders. Hat der Mont Blanc nichts gemerkt? Aber nein, der Herr Graf hat seinen Spazierstock abgeholt, den er zufällig da vergessen hat. Das ist jetzt der 25. Spazierstock, den ein Herr zufällig da vergessen hat. Das feiere ich heute Abend, aber mit meinem Josef. Da ist nicht viel Vergnügen. Gute Nacht. Gute Nacht, Lindschow. Der Graf schreibt mir einen Brief. Aber die Schrift kenne ich ja. Naja. Du lieber Schatz, lass dir gestehen, seit ich dich gesehen, ist's um mich geschehen. Ui, da ist ein Botzen. Vor Sehnsucht vergehen. Darum bitte ich dich heut um ein Stell dich ein. Punkt 11 in Hitzing will ich warten im Casinogarten. Ich hab gewusst, der ist ein Geschwinder. Ich bitte dich, find dich pünktlich ein. Du süßes Zuckertäubel mein, oh komm, zum Stell dich ein, ich wort bei dem bestimmten Platz, ich bitt dich, komm, du lieber Schatz, oh komm, zum Stell dich ein, ich bitt dich, sag mir ja nicht nein, hab dich ja so lieb, du süßer Herzensdieb. Ich hab dich ja so lieb, du süßer Da bin ich, Pfeffi. Bussi. Sag, was versteckst denn du da? Nix. Was heißt nix? Das ist doch ein Brief. Ein Liebesbrief gibt's mehr. Au, hörst auf, du Grobian. Aha. Du hintergehst mich. Du scheinheilige Schneidermamsel. Du hast es ja faustig hinter den Ohren, du falsche Kotz. Du Fließerl, du Windigs. Was hast du jetzt gesagt? Flieg. Schau, aber dass du rauskommst, du ganz gemeiner Kerl. Baby, schau. Ich hab's ja nicht so gemeint. Du hast mich beleidigt. Schwer beleidigt. Nicht, Pepperl. Sind wir wieder gut. Geh, sei gescheit. Ich will aber nicht gescheit sein. Geh, schau,
mein lieb Schatzerl, gib mir dein Glas Bratzerl, sei wieder gut, Pepperl, bist ja doch mein Pepperl. Wenn's auch so scheint, Schatzerl, ob's nicht so gemein, Spatzerl, wirst doch gesagt, doch nein, mit mir nicht böse sein. Also gut, na also schön, einmal will ich dir verzeihen, doch glaube mir, ich sag es dir, das nächste Mal wird's anders sein. Ich hab dich gern, das kann ich schwören, kann es selbst oft nicht verstehen. Ich streite dran, ach dann und wann ist es nachher doppelt schön. So, jetzt müssen wir aber gehen. Auf geht's, die Remasuri warten. Na, die Komtessen warten. Ich muss noch liefern auf den Ball. Komm, ich hilf dir. Ja, auf geht's. Gestalten Ihnen nichts, ne? Darf ich um die Ehre des nächsten Tanzes bitten? Bitte sehr. Danke. Ja, grüß dich, Bob Franzi. Hast aber sehr hingebungsvoll getanzt mit der Frau deines Premierministers. Naja, Gott, was soll ich machen? Sie ist ja schließlich die Frau meines Chefs. Ich verstehe. Soll ich dir sagen, wer sie ist? Deine Geliebte. Meine was? Was denkt sie? Jetzt sag's doch. Meine Frau. Deine Frau soll das sein. Hältst mich wohl für sehr blöd. Der Fürst wird deine Frau in deiner Gegenwart als seine Frau vorstellen. Nee, aber hör mal zu, dieser alte trockene Mensch hat mich doch vollkommen missverstanden. Ich verstehe. Lüg nur ruhig weiter. Also, na, hör mal zu, Herzchen. Ich wollte, dass er dich als seine Frau vorstellt, damit meine Frau nicht erfährt, wer du bist. Ja, er wiederum hat aber geglaubt, du bist meine Frau und meine Frau sei meine Geliebte. Deshalb hat er meine Frau als seine Frau vorgestellt. Na, das ist doch ganz einfach. Sehr einfach. Wenn du glaubst, dass du mich anständig kannst, dann hältst du mich Gott sei Dank, dass sehr ich Sie dumm. finde, Demoiselle. Pardon, ich muss einen Standarbeiter Demoiselle Cagliari entführen. Ja, was ist denn? Die Komtessen sind schon ganz disparat. 2 Kostüme fehlen noch immer. Das gibt's doch nicht. Ja. Pardon. Pardon. Du, die. Ich krieg schon wieder Samum. So, gib her. Warte auf mich da, ich bin gleich wieder da. Soll ich nicht mit hineinkommen? Du kannst doch nicht die 2 Kartons Salat nicht roh. Das darf also passen, gell? Die halbnackerten Komtessen anblinzeln. Nicht keck sein. Du weißt. Was weiß ich? Du weißt, was in dem Brief drin steht. Aber ich möchte es auch gern wissen. Also gehen wir ihn doch dabei zum Lesen. Geh, blass dich nicht auf zu einem Othello. Kasperl, du. Wie sprichst du mit dem Kammerdiener eines Grafen? Dass du dich nicht lächerlich machen sollst, meine ich. Ach so. Ein lächerlicher Kasperl bin ich also. Nimmst du das sofort zurück? Nein. Gut, dann geh ich. Wie du meinst. Bitte, auch ein Tritt wurmt sich, wenn er gekrümmt wird. Adieu! So ein Depp. Tritt sich und wurmt sich. Sowas. Lasst mich einfach da stehen. Na, wart. Gut, Herr Graf. Ich komm. Ach, das könnte passen, mich hier stehen zu lassen. Aus jetzt mit uns zweien und er wird's bereuen. Ja, jetzt geh nur schlafen, ich geh mit dem Grafen. Dass mir nichts passiert, heute Nacht drauf gebe ich schon Acht. Raus mit Hitzing, gibt's Remasuri. Dui, Volksfest, Hitz und auf und Welt Tanz. Neues ist Richter, höchsten Glanz. Verstehe das selber nicht, wo das Mädel mit den Kostümen bleibt. Eines sage ich Ihnen, ich bin Polen. Und ohne Polen findet der Tanz nicht statt. Und ohne Russland auch nicht. Kostüme. Jetzt aber schnell. Das ist ja zum Verzweifeln, wo das soll ich jetzt schneller machen? Na, mal probieren wir es nochmal. Es geht nicht. Viel zu eng. Also ich verstehe das nicht. Vielleicht haben die gnädigste Comtesse ein bisschen zu viel Gugelub gegessen. Es ist zum Verzweifeln. Ganze Komtessen-Tanz perdu.
Wissen Sie was? Tauschen Sie mit einem anderen Land. Ach, red nicht so einen Unsinn. Ich habe doch mit jeder Comtesse den Landschritt einzeln einstudiert. Es ist eine ungeheure Schlamperei von euch. Also, die gnädigste Comtesse muss zugenommen haben. Sie hat doch immer die gleiche Figur wie ich gehabt und deshalb ist auch das Kostüm auf mein Maß gemacht worden. Ihr passt es also? Und wir aufs Edipal. Na, dann springst du ein, ja? Was? Red nicht lang, zieh dich schnell um. Glaubst, wir können wegen dem blöden Kostüm den Wiener Kongress in Gefahr bringen? Komm. Als ich ward ihr Mann, sah man mir's nicht an, welch ein Liederjan aus mir werden kann. In der kurzen Zeit bracht ich's wirklich weit, ja, das muss gestehen man ohne Neid. Heut verlieb ich mich, glaub auf ewiglich, aber morgen dann kommt die nächste dran. Kann mir's nicht erklären, ich hab alle gern, nahm mir oft schon vor bei manchem Kuss, jetzt ist mit der Liebe Schluss. Was nützt der gute Vorsatz mir? Klopft der Versucher leis an die Tür, dann ist vergessen die Moral. Ich denke nur noch dies eine Mal. Von morgen ab werd ich so lieb. Ach, lieber Gott, es ist ein altes Lied. Und morgen ab, ja dann, fang ich von vorne an. Graf Zedlau, Durchlauf. Ohne mein diplomatisches Talent wäre es heute in der Villa zu einem fürchterlichen Zusammensturz der beiden Damen gekommen. Aber Durchlauf, Ihr diplomatisches Talent ist doch weit über die Grenze von Reusgeiz, Schleiz bekannt. Richtig, richtig. Aber du sagen Sie mal, müssen Sie derart öffentlich mit dieser Dings da verkehren? Durchlauf, ich muss Ihnen da etwas Sie erklären. müssen sich innerhalb der Grenzen unserer Moralgesetze halten, verstanden? Ja, natürlich, aber Durchlauf, ich Wie muss Ihnen... können Sie derart Ihre charmante Gattin so vernachlässigen? Durchlauf, ich werde mich bessern. Das heißt, ich habe mich schon gebessert. Du? Ja, ich bin wieder in meine Frau verliebt. Ach so? Ist ja fabelhaft. Da will er mich uzen? Wie kommt denn diese Dings da überhaupt auf den Hochfall? Er wird noch von mir hören. Ich muss sagen, wirklich delikat. So saftig und gerade richtig gepfeffert. Frau Gräfin, wir liefern natürlich auch gerne ins Haus. Sehr gut. Herr Fürstwitz, vielleicht... Ich habe etwas Wichtiges mitzuteilen. Bitte. Der Graf hat eine Liaison. Was? Der Graf hat einen Sohn? Nein, eine Geliebte. Eine Geliebte? Eine Geliebte? Neben meiner Tochter? Na, du legst dich nieder und stehst nicht mehr auf. Soll ich mich niederlegen, Also, nicht das mehr ist ein aufstehen? Hallodreh, Sehr ist richtig, das. ein Hallodreh mit einem Gespusi. Ein Gespusi. Aber das Gespusi wäre mir vorknüpfen. Der reiße die Federn aus den Zässern, den Windlichen, wissen Sie? Mann, ich kann Sie nicht verstehen, sprechen Sie doch Deutsch. Ich rede ja eher so. Eher so, das klingt ja tibetanisch. Deswegen hat sich der Herr Graf in letzter Zeit bei mir nicht anschauen lassen. Aber gut, ne? Fassen Sie sich in Ihrem Schmerz. Sie ist sogar hier. Wer? Das Gespusi. Aber. Da kommt sie. Oh, da. Da warten Sie. Die wäre mir vorknüpfen. Ja, und sagen Sie ihr, wenn sie vom Grafen nicht ablässt, wird er nach Kreuz versetzt. Sehr richtig. Wir versetzen ihn nach Graz. Couldn't have persuaded you to have just the Bitte. tiniest of flags. Verzeihung, die Störung, entschuldigen die Störung, aber darf ich einen Moment mit der gnädigen Frau sprechen? Ja, Ich aber- bitte darum. Es ist sehr wichtig. Excuse me for a moment, please. Excuse and don't forget the Würstels. Please. Gnädige Frau, ich muss Sie warnen. Und zwar warnen vor dem Grafen Zedlau. Ja, der meint es nicht ehrlich, der Savindradl. Aber schauen Sie, ist eine fesche junge Person. Sie finden ihn doch im Handumdrehen an andere Wurzen. Wie meinen Sie? Gut mal ist mit Ihnen. Schauen Sie, er hat eine andere, er ist mit einer anderen verbannt. Ne? Ja, mit einer Tänzerin. Was Sie eh wissen? Sie soll sehr hübsch sein. Ja, sehr, sehr, bitte. Also, gnädige Frau, war auch ein glänzendes Gebäude, wenn ich mir erlauben darf zu sagen. Nicht wahr? Aber gegen die Cagliari, da kommt nichts auf. Ich meine, diese Frau ist ein architektonischer Wurf. Ja, sowas kommt nicht wieder.
Wo ist denn die Reichsschleizerin? Metternich wollte, dass nur die Großmächte tanzen. Na ja, eben. Dann versetzen wir diesen sauberen Herrn Grafen nach Graz. Das hat gewirkt. Sie meinen nach Greiz? Greiz schreibt man das, aber Graz spricht man es aus. Übrigens, wer sind Sie, dass Sie sich so für die Angelegenheiten der Cagliari interessieren? Gestatten, ich bin der Vater von der Demoiselle Cagliari. Ach, der Vater. Der Baron? Graf? Ja. Fürst? König. Ha? Ja, ich bin der Würstelkönig von Wien. Wo sind denn die ganzen Leute hingekommen? Willkommen zu der Ballett. Du, Ballett! Oh, verzeiht Sie tausendmal, aber meine Tochter tanzt und ich verplaudere mich mit Ihnen süß. Entschuldigung, aber das muss ich sehen. Aber die möchte ich auch gern sehen. Kommen Sie, Lord. Na, was sagen der Herr Fürst zu meiner Tochter? Klasse. Ganz große Klasse. Ich komm mit nach Hitzing. Ja, aber das geht aber leider. Bleib noch ein bisschen auf dem Ball und dann fahren wir ab miteinander, ja? Was sagten die Dings da? Das Gespüsi? Ist beinhart. Das ist sie also? Ja. Wie meinst du bitte? Die Dame in der Villa ist also gar nicht deine Geliebte. Ja, dass du es endlich einsiehst. Sondern die Tänzerin Cagliari. Ihr habt so verliebt miteinander geflüstert, dass die Arme ganz aus dem Takt gekommen ist. Ja, aber Gabriele, das ist... Bitte, keine Geschichten. Du, fahr lieber mit mir hinaus nach Hitzing. Ich möchte zu gerne mal das Volksfest sehen. Bitte. Ja, ich auch, aber das ist ganz unmöglich. Warum? Ja, der Minister braucht mich noch in seinem Büro. Wir müssen noch mehrere Akten aufarbeiten. Naja, gut. Entschuldige mich einen Augenblick. Ja, aber Gabriele, wo... Na, du warst großartig. Und zur Belohnung wünsche ich mir, dass du mich nach dem Ball zum Fest nach Hitzing hinausführst. Warst du auch? Ja, ne? Ja, meine Frau. Naja, aber ich kann ja gar nicht wahr? Ich muss mit dem Minister noch ins Büro arbeiten nachher. Geh hin mit deiner Frau, wo du willst, aber schwindle mich nicht immer an. Also am meisten bewundere ich, mit welcher Vorsicht Metternich diesen Talauer bahnt. Ja, er streichelt den Löwen so lange, bis der Maulkorb fertig ist. Oh, Herr Gnädigste, war an allerhöchste Klasse. Einfach superb. Danke. Großartig. Danke, danke. Ja, also bitte, will nicht sterben. Wo ist denn Ihre reizende Frau Gemahlin, Durchlaucht? Die Gemahlin. Bemühen Sie sich nicht. Die Dame ist ja gar nicht Ihre Gemahlin. Die Dame ist die Geliebte des Grafen und Sie haben sich dazu hergegeben, ihm aus der Patsche zu helfen. Es ist nämlich so. Ja, mal schade, dass Durchlaucht heute Nacht mit dem Grafen im Büro arbeiten müsste. Arbeiten? Nee, also dazu lässt mir der Kongress ja nun wirklich keine Zeit. Also hat er mich angelogen, weil er mit seiner Geliebten zum Volksfest nach Hitzing geht. Das müssen wir verhindern. Dabei hat er mir noch versprochen und jetzt ist er mit der Dings da. Sie ist da? Wo? Nur kein Skandal.
Sie wird nicht mehr lange seine Geliebte sein. Wieso? Ich schnappe sie ihm weg, Inselliebe. Schnappen Sie, Exzellenz. Schnappen Sie. Oh, Durchlaucht. Das finde ich aber gar nicht nett von Ihnen, dass Sie Ihre Frau so lange alleine lassen. Meine Frau? Aber... Sie haben dem Grafen aus einer Verlegenheit geholfen und dafür muss er heute Nacht mit Ihnen arbeiten. Aber wer kommt denn bloß darauf? Dann fährt er also mit einer anderen nach Hitzing. Wie bitte? Na, warte. Ich werde mich revanchieren. Und wissen Sie mit wem? Nee. Mit Ihnen. Mit mir? Sie sagen doch nicht nein. Nee, ich bin bloß etwas... Ich bin auch. Schon die ganze Zeit Durchlaucht. Das ist ja fabelhaft. Na denn. Doch nicht hier. Wo denn? Fahren wir zusammen nach Hitzing zum Volksfest. Mach ich. Bis später. Ja. Geliebte. Pardon. Oh, Entschuldigung. Ich habe gewonnen. Ich habe gesiegt. Hab seine Geliebte heruntergekriegt. Sie geht mit mir. Ist's Wahrheit? Ein Rendezvous beim Volksfest in Hitzing noch dazu. Ich kann es nicht glauben. Sie werden's ja sehen, sie will mir nicht mehr von der Seite gehen. Sie hat sich beim Wortlauf in mich verliebt. Verliebt gar? In Liebe scheint sie mir sehr geübt. Sie verfolgt mich, ja förmlich, mit ihrem Blick. Da blickt sie schon wieder, na sehen Sie. Ich möchte, ich muss Sie um eins noch fragen. Das wäre Ihren Namen müssen Sie mir noch sagen. Ihren Namen. Jawohl, denn ich will meine Rache. Moment. Die Damen erlauben, dass bekanntlich sie mache. Hat heute schon die Ihre, doch soll es mich freuen. Wir wollen die Vorstellung jetzt erneuern, denn heute habe ich mich geirrt, als ich als Gattin sie präsentiert. Gestatten Sie also? Ich wäre entzückt. Demoiselle Cagliari. Ist er verrückt? Ihr Gräfin Zedlau. Der scheint wirklich verrückt. Was in der Villa ich schlecht gemacht, habe ich jetzt in Ordnung gebracht. Was haben Sie denn? Ja, was ist denn los? Was haben Sie denn? Ich irrte mich wie. Ich irrte mich wie. Sie sind nicht die Tänzerin. Wie? Wer ist dann die Tänzerin, bitte sehr? Wer? Sie wollen es wissen. Sie hat mich erkannt, Tom Malheur. Also wer? Vielleicht Zufall, das wisst Sie. Das soll nicht sein. Demoiselle Cagliari. Ich aber bitte nein, Demoiselle Cagliari, die steht ja da. Wie? Sie? Ja, die. Ich seh sie halt so bestlich, ja. Du Peperl, komm jetzt und geh mit mir zu Haus. Mit uns, mein Herr Lakai, ist es aus. Was? Josef, der wird sie wissen. So hör ihr. Befehl. Der wird uns sagen müssen, ob ihm die Tänzerin Cagliari bekannt. Ja, euer Gnaden. Wer ist so genannt von den 3 Damen, die hier stehen? Ich schau was, da scheint was vorzugehen, da muss ich gescheit sein. Nun wer ist von uns 3? Ja, euer Gnaden, Sie werden schon verzeihen. Gar keine. Gar keine, aber es muss eine sein. Entschuldigen, Durchlauch, gar keine, nein. Aber das kann ja nicht sein. Gemäß ist doch ganz durchdrehen und fein, sehr fein. Ja, aber so schwach ich kenn das. Sei still. Ich weiß nicht, was der immer haben will.
Da stehen meine Flammen und alle beisammen. Ich bin ganz baff, ganz baff. Jetzt kommt die Erklärung, da ist der Graf. Oh Jesus, der Graf. Seien Sie vorsichtig, ich hab nichts gesagt, ich war brav. Die Erklärung ist wer ist die Tänzerin? Wie mir scheint, kennen Durchlauf sich hier nicht ganz aus. Klar, der Blick schon die Farbe, der Graf hat sich aufgefallen. Jetzt nur reden, es weiß doch Christian, und diese Geschichte ist. Ich wird bekannt, Das Graf, wie gesandt, wer wird bekannt. Das ist ein Spaß, ich sehe es genau. Sie stehen hier ja mit meiner Frau. Als Diplomat, Mann von Format, ist es nicht schwer, doch fürwahr. Wer hier Contest und wer balletös, das ist doch klar, nicht wahr? Was ist das? Einen Spaß macht mit wem sich der Graf? Ach, der Graf ist genial. Lass dem Fürsten die Wahl. Einfach hübsch nochmal. Fürst Metternich gibt uns die Ehre. Oh Gott. Ach du lieber guter Gott. Ja, dann Das bitte sehr. Servus mit du hinsetzen. Oh, Fürst Ipsa. Sehr erfreut, Exzellenz. Meine Herren, so etwas. Sieht man Sie endlich in der Wiener Gesellschaft wieder? Darf ich um den nächsten Walzer bitten? Gräfin Zettlau? Aber mit Vergnügen, Durchlauf. Das ist der Gräfin. Bitte. Was ist jetzt mit Hitzing? Wir treffen uns beim Casino-Eingang. Wie konnten Sie noch Graf? Herr Durchlauf, Sie haben doch alles durcheinander gebracht. Ja, ich. Und was machen wir jetzt? Mit wem betrügt mich jetzt der Graf? Du begleitest mich nach Hitzing raus. Ich? Dann werden wir es gleich wissen. Wie Demoiselle befehlen. Ich war draußen. Bei uns in Wien, da gibt's kein Problem. Man löst die Fragen äußerst bequem. Alles vergeht, wenn man sich dreht, wie es auch immer begann. Was es auch ist, man tanzt und vergisst, Walzer in deinem Band. All zusammen auf der Glan, macht uns selig Tanz, das ist ein Walzertanz. Walzerlied, das erblüht, einen Wiener Sinn, du lässt uns mächtig hin. Auf zum Tanz, auf zum Tanz. Na, Herr Kagler, was ist Ihnen denn übers Leben gelaufen? Ein Graf? Ja, was mein Schwiegersohn werden soll. Na, gratuliere! Nee, ist ja noch nicht mein Schwiegersohn. Wieso? Trotzdem betrügt er uns bereits. Was? Er schamuziert mit anderen Weibern. Aber. Die arme Franzi. No, also tun Sie nicht weinen, Herr Kagler. Ein Wein für den Herrn Kagler. Bitte sehr. Welchen wünscht der Herr von Kagler? Adam, habt ihr noch den Wein, den was ich vor 14 Tagen bei euch getrunken habe? Ja, selbstverständlich, Herr von Kagler. Fein. Dann bringen wir einen anderen, weil auf den habe ich 2 Wochen Kopf weg gehabt.
die noblichen Gäste, die feiern tagtäglich ein anderes Fest. Unser Herr Metternich spielt Kavalier, warum nicht? Zahlen müssen's mir. Vorsicht, Geheimpolizei. Was? Geheimpolizei. Geheimpolizei. Sehen Sie, Herr Kagler, so gefällt es mir schon viel besser. Machen Sie Ihnen nichts draus. So eine Geliebte findet Sie von heute auf morgen plötzlich an einer anderen. Dankeschön. Meine Güte, warum sind wir auch hierher gefahren? Ich habe doch Ihrem Gatten erklärt, dass ich Sie nach Hause bringe. Ich bin da zu Hause, wo mein Mann zu Hause ist. Und mein Mann scheint hier zu Hause zu sein. Jetzt möchte ich nur noch wissen, mit wem er hier zu Hause ist. Du liebes bisschen. Was tun die da? Ach, die verkaufen ihr Gewand und fahren in den Himmel. Das möchte ich auch. Rosen, schöne Rosen für die Herz allerliebste. Nein, danke, kein Bedarf. Aber ich denke, Sie sind verliebt in mich. Ja, da hielt ich Sie noch für eine Tänzerin. Ah, und als Gräfin bin ich weniger begehrenswert? Ja, das heißt natürlich nein, aber es gibt doch gewisse Moralgesetze. Wenn der Graf unser Zusammensein missverstünde, also ein Duell wäre das Mindeste. Und das fürchten Sie? Chivo, außer ich bin selbst beteiligt. Hampelmann gefällt. Nein, danke. Ich habe schon einen. Was? So, noch ein Glasl für den Herrn von Kagler. Geh. Servus. Wenn Sie so geschwind arbeiten wie es trinken, müssen Sie ja bald Millionär sein. Na, was sagst du zu dem Herrn von Kagler? Na, ich muss sagen, ein Skandal. Aber wieso denn, Herr von Kagler? Zum Respekt, oder? Na, mir scheint, denen ist der Wein in den Kopf gestiegen. Hat er wenigstens was drinnen? Der Graf scheint noch nicht hier zu sein. Wissen Sie was? Wir suchen uns ein stilles Plätzchen, wo man alles sieht und von niemandem gesehen wird. Aber bitte schon von gar niemand. Ja, jetzt hab ich euch die Geliebte und mein Schwiegersohn. Ach, du liebes bisschen. Was? Der Fürst. Sie kennen meinen Verehrer? Na, das ist die kraxelt ja den ganzen Reiz-Schleiz-Kreuzischen Stammbaum hinauf. Wo sind's denn? Wo ich bin? Außer mir bin ich. Kommen Sie rasch. Der Mann ist doch imstande und macht ja öffentlich Skandal, wenn Metternich das erfährt. Ach du liebes Reißrein-Schlanz. Hey, verpimpsch noch mal, was für eine furchtbare Situation haben Sie mich da gebracht. Also sehr charmant sprechen Sie nicht gerade über dieses Tête-à-Tête hier in diesem schummrigen Weinkeller. Hallo, so, das geht nicht. Nein, hier überhaupt schon gar nicht. Hier wird nicht serviert. Ja, guter Mann, hier, wir möchten gern eine diskrete Bedienung. Oh, das mir bringt sofort das beste Fläschchen Wein, das ich habe. Wir werden ihn schon finden, den Ausreißer. Hoffentlich nicht. Na, der kann was erleben. Wir suchen uns jetzt ein stilles Platzl, von wo man alles sieht und selbst nicht gesehen wird, ja? Sehr wohl, Marcel. Herr Ober! Junge Leute, Prost. Komm schnell. Duscha! Kammerdiener vom Herrn Grafen, der Josef. Darf ich bitten, ein Fenster? Stecken wollen Sie nicht? Ihr habt was gestohlen? Ich muss schon bitten. Wir sind hier in geheimer Mission. Aha, Geheimpolizei. Ja, bitte, nur kein Aufsehen, nicht? Ich bringe sofort eine Flasche rein. Das hat er wieder großartig gemacht, Josef. Na, servus. Aber wenn Sie da der Kagler
ich meine, der Herr Papa hineinmischt, da haben wir einen größeren Ballerwatsch beieinander, als wir beim ganzen Kongress. Bis jetzt habe ich es ja noch vermeiden können, dass er mit meinem Balduin zusammentrifft. Soll ich sie suchen? Soll ich noch weiter? Soll ich nach Hause? Es wäre fast gescheiter. Heut noch, dann ist's vorbei. Dann bleib ich meiner Frau nur treu. Das ist mein letztes Rendezvous, das will ich voll erleben. Nach diesem letzten Rendezvous soll's keins mehr geben. Will dann als braver Ehemann, ja, das kann ich schwören, meiner Frau gehören. Und so oft ich hinkomme, und ich komme oft hin, ist er nicht da. Und so habe ich ihn noch nie gesehen, meinen Herrn Schwiegersohn. Das ist ja nicht möglich. Ja. Ein Los für den Herzltanz gefällig? Nein, danke schön. Geh ins kaufen Sie noch ein Los für den Herzltanz. Ist ja fad so ohne Frau beim Heirigen, ne? Na, schön, danke, ich habe schon eine. Bitte, er hat schon eine. Eine, aber nicht mehrere. So wie mein feiner Herr Schwiegersohn, der Hallodri Graf. Soll ich ihn suchen? Soll ich noch weiter? Soll ich nach Hause? Es wär fast gescheiter. Das Gewissen beißt und will. Der Josef, der verzeiht mir das sicher nie. So, bitte. Hier ist unser verspiegelstes Platzl, Exzellenz. Aha, wunderbar, sehr schön. Ja, dann bringen Sie mir doch bitte eine Flasche von diesem Wiener Wein, wo man so schnell... Sie wissen schon, ja? Gullier, ich verstehe ja. alles. Selbstverständlich, Exzellenz, für bis heute. Verzeihung. Uscha, das ist ja die Pepe, die probieren wir selbst. Mir scheint, Sie kennen jedes junge Mal. Nein, nicht jede, aber das ist ja die Braut vom Josef, vom Kammerdiener. Das gibt ein Eifersuchtsdrama, da muss ich warnen. Also jetzt bleiben Sie einmal sitzen. Sorry, wir waren ja auch niemand, aber eins kann ich nicht sagen. Handig sind's. Das gefällt mir. Gefällt mir. Da kommt mein letztes Rendezvous, das will ich voll erleben. Nach Herr Graf, diesem süßen bescheiden sein, soll's noch mit viele mir geben. immer fein Das machen, schönste Liebesglück bist du in meinem Leben. Ja, bist du im Leben. So gehen wir. Na, seid so gut. Du zögerst noch. Wie lieb er tut. Wirst sehen, ein Täter hat Täter mit mir. Na, mir kann gar nichts geschehen. Ein Täter hat mit mir. Mir kann nichts geschehen. Ist gut. Bin auf der Ist gut. Stoß an, du Liebchen mein, und trink mit mir vom Wiener Wein. Und denk an die Moral, man lebt ja nur einmal. Ich bin sehr stolz auf dieses Glück, doch haltet sich, Herr Graf, zurück. Stoß an, mein Schatz, stoß an, stoß an, stoß an. Leben und lieben, stoß an. Sich nie betrüben, stoß an. Heute sind wir glücklich zu zweit, morgen kann's anders schon sein.
war aber nicht ausgemacht, Herr Graf. Jetzt geh ich. Ja, aber ich wollte doch nur ein Glas Wein mit dir trinken. Ja, das kenne ich. Mit dem Wein fängt's an und mit der Milch hört's auf, gell? Josef, geh ja jetzt und schau, ob der Graf schon da ist. Sehr wohl, Demoiselle. Mach es aber schlau, dann kriegt er ein gutes Trinkgeld. Für ein Trinkgeld meinen Herrn verraten. Ja, Zahlen gewünscht? Herr Polizei, kennt ihr den Grafen Zedler? Selbstverständlich. Na? Seine Gnaden sitzen dort drinnen. Dann bitte ihn doch heraus, was wichtig ist. Sehr wohl. Aber bitte um Diskretion. Psst. Gott sei Dank, dass die Baby nicht gekommen ist. Bin ja vollkommen überlastet. Ich kann mich gar nicht um sie kümmern. Bitte. Ja, aber ich wollte doch ungestört bleiben. Bedauere unendlich, aber er ist im Dienst. Josef, wohl wahnsinnig geworden. Man kann es tatsächlich werden. Die gnädige Demoiselle ist hier, da im Presshaus, mit einem Kavalier. Mit wem? Mit mir. So. Bitte, wieso auch so? Sie hat gesagt, ich soll ihr Kavalier sein. Sie hat gesagt, sie zahlt alles. Aber zahlt hat sie bis jetzt noch nichts. Ich glaube, die gespannt was. Sie wird mir daher keine Szene machen. Was heißt Szene? Ein ganzes Drama, falls der Herr Graf nicht mit der Frau Gräfin hier sind. Ja, aber du weißt doch, mit wem ich hier bin. Du hast ja den Brief mitgeschrieben. Richtig. Die probieren wir so. Und die hat's gleich probiert. Ein braves Mädchen. Sehr brav. Ja. Sie will nicht warm werden. Aber Herr Graf, Sie mit Ihren Erfahrungen, ein bisschen unterzündeln, einheizen, bis in lodernden Flammen steht. Ich hab's. Jo? Ich werde der Franzi sagen, ich habe vom Premier eine Stunde frei bekommen, um nach Hitzing zu fahren, nur um sie zu suchen. Na? Sehr gescheit. Was mache ich mit der Kleinen dann? Vielleicht kann ich aushelfen, Herr Graf. Ich bin halt schon so in der Übung. Na gut. Moment. Du musst mich leider für ein paar Minuten entschuldigen. So? Ja, ein guter Freund von mir wird in der Zeit Gesellschaft leisten. Ist gut. Also bis gleich. Also, und benimm dich anständig. Genau wie der Herr Graf. Anständig, habe ich gesagt. Besetzt. Aber doch nicht für einen Freund des Grafen. Baby, du da? Ja, Josef. Du bist ja auch da. Ich bin im Dienst. Ja, im Dienst von deinem sauberen Herrn Grafen, was? Heraus aus dieser Lasterlaube und nach Hause mit dir. Au, du Grobian. Ruhig, du falsche Katze. Meine Probiermamsel. Und ich schreibe ihr nur den Brief. Ich Volltrottel. Stimmt. Was? Die Schrift. Mit dem Botzen. Probiere sie es in Hinkunft, mit wem sie will. Mit mir nicht. Gemein. Jetzt begegnen wir uns schon das 3. Mal. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns bekannt machen. Ich hatte bereits die Ehre, Frau Gräfin. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Franziska Cagliari. Was? Sie sind das? Dann sind Sie also mit dem Grafen da. Aber nein, ich dachte Sie. Dann gibt es also eine 3. Richtig. Aber wo? Na, das möchte ich auch wissen. Ich habe den Josef ausgeschickt nach dem Grafen. Aber der hat ihm sicher verraten, dass ich hier im Presshaus sitze und auf ihn warte, bis ich ihm die Augen auskratzen kann. Aber Pardon. Jetzt überlasse ich ihn natürlich der ehelichen Inquisition. Also, tauschen wir die Verstecke? Das ist eine blendende Idee. In meinem übrigens finden Sie Gesellschaft. Ah, da schau her. Da ist ja der Josef. Na, für ein Liebesabend, der schaut der aber sehr znepft aus. Kommen Sie her, setzen Sie ihn nieder, als wenn nichts gewesen wäre. Nichts gewesen. Sie, in Rebrat, die Pepe sucht ihn. Ich hab's gefunden. Mit meinem eigenen Grafen. Was, mit meinem Schwiegersohn? Wie viel Spusi hat denn der noch? Der muss ja ein reiner Akkordarbeiter der Liebe sein, mein Herr Schwiegersohn. Sag's doch nicht allerweil Schwiegersohn zu meinem Grafen. Der ist längst verheiratet mit einer Gräfin. Was, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Den verschiere ich! Aber wie nicht? Das ist eine Gemeinheit. Jawohl, eine Gemeinheit ist das. Eine Falle hat er mir stellen wollen mit einem Rendezvous-Brief. Den ich selber geschrieben hab. Ja, mir scheint, ihr seid alle zwei ganz schön deppert. Na, wenigstens passen sie gut zusammen.
Nix ist geschenkt. Weil ich mich gewehrt hab. Kannst ihn fragen, er wird das bestätigen, der Herr Graf. Auf geht's! Jetzt stellen wir ihm zur Rede, den feinen Herrn Grafen. Ja, wann man finden. Gehen wir. Endlich finde ich dich, Gell? Gabriele. Ich such dich schon überall. Ach, du suchst mich. Ja, natürlich, du wolltest doch nach Hause. Und jetzt bist du hier? Tja. Mit wem bist du hier? Aber Balduin. Mit wem du hier bist, möchte ich gerne wissen. Ach, du bist eifersüchtig. Wie schön. Don Juan und Othello in einer Person. Ich habe wirklich einen klassischen Mann. Ich will dir von jetzt an ein zärtlicher und treuer Gatte sein. Und du wirst mich auch nicht mehr anschwindeln? Nie mehr. Aber ich muss jetzt zum Minister, ich weiß. Ja, ich hätte schon längst im Büro sein müssen. Den Weg kannst du dir sparen. Der Minister amtiert zurzeit hier. Nein, Ipsi. Oh. Verkauf meine Klamotten, die Frau ist firmament. Aber durchlaucht. Es gibt doch gewisse Moralgesetze. Die reformiere ich ja gerade. Mit wem bist du nun eigentlich wirklich hier in Hitzing verabredet? Aber mit niemandem. Da ist er ja. Wer? Der Graf. Wo ist der? Ja. Und er kann beschwören, dass zwischen seiner und meiner Wenigkeit nicht das Geringste passiert ist. Das ist die dritte? Na, die wollen wir ihm verzeihen. Was heißt meine dritte? Sie ist meine erste. Legitime Braut. Also Sie sind der Hallodräger, was hat meine Tochter heiraten wollen, was? Aber hören Sie mal, ich bin auch längst... Tröste dich doch, Vater. Ich habe ein neues Engagement. Gell, Ipsi? Was, Ipsi? Der Fürst? Das ist ja großartig. Das passt ja noch besser zusammen. Der Ipsheim, der Fürst von Gedelbach und der Karia, der Fürst von die Würst. Nur eben. Durchlaucht. Sie wollen also wirklich... Sie passen Sie auf, also das Gespuse muss einmal ein Ende haben, ja? Bitte von mir aus können Sie noch den Tag halten. Entschuldigen Sie, Frau Gräfin, aber mein Vater ist heute ein bisschen verwirrt. Ja, aber das legt sie mit der Zeit. Also, hier dreht sich alles rund um Madum. Das kommt vom Wiener Wein. Nee, das kommt von dem Wiener Blut. Wiener Blut. Eigener Saft, voller Kraft, voller Glut. Wiener Blut, Wiener Blut. Lebt unser Mut. Wiener Blut, Wiener Blut. Was die Stadt, schöne Stadt, in der Ruhe. Wiener Blut.